Welcher Satz ist grammatikalisch korrekt? 4 Sätze habe ich mir hier ausgedacht und ich möchte gerne wissen, welcher Satz mit welcher richtigen Präposition ist hier der richtige und natürlich auch mit dem richtigen jeweiligen Artikel. Ich lese euch einmal die jeweiligen Antworten vor. Nur eine einzige ist hier richtig, die anderen sind nicht richtig. Und der erste Satz lautet: Wir gehen ohne des Hundes spazieren. Oder ist hier richtig: Wir gehen ohne den Hund spazieren. Oder die Antwort C ist richtig: Wir gehen ohne dem Hund spazieren. Oder die Antwort D: Wir gehen ohne ein Hund spazieren. Sagt es euch laut vor, damit ihr ebenfalls schon etwas mitnehmen könnt aus diesem Livestream, oder schreibt es mir hier unten in den Chat hinein. Für meine lieben Abonnenten ist es sofort möglich. Wenn ihr hier ebenfalls abonniert, könnt ihr später auch in den Chat reinschreiben, welche Antwort die richtige ist. Nassim, schreib's mir rein. Oder, liebe Zuschauer, ich löse es gleich auf für euch, damit ihr ebenfalls wisst, welche Präposition ich hier angewendet habe und welcher Satz dann auch hier richtig ist und welcher richtige Artikel hier verwendet wurde, ihr Lieben. Und es ist die Antwort, die Antwort B ist natürlich richtig. Ja, aber natürlich. Wir gehen ohne ist unsere Präposition den Hund spazieren. Und so ist es richtig. Wir nehmen den bestimmten Artikel im Akkusativ. Der Kasus Akkusativ führt uns hier genau richtig dahin, wo wir den Satz grammatikalisch auch richtig haben möchten. Wir gehen ohne den Hund spazieren und der Akkusativ kann hier natürlich sein so geliebtes Verb finden und das dazugehörige Akkusativobjekt, also gehen ohne den Hund und den Hund. Oder ich möchte mal sagen, im Kasus Nominativ, der Hund ist jetzt hier in unserem Fall das Akkusativ, das direkte Akkusativobjekt. Jawohl, ihr Lieben, wenn ihr das gewählt habt, seid ihr richtig unterwegs, da die Präposition ohne, und ja, das Wort ohne ist ebenfalls eine deutsche Präposition, immer den Kasus Akkusativ verlangt und von daher ist es noch einmal mehr der Kasus Akkusativ. Sehr schön, wenn ihr das gewählt habt. Und ich möchte euch noch ganz kurz für die gesamte Länge des Livestreams oder überhaupt für eure Lerneinheiten der deutschen Sprache kurz dieses kurze Wort mitgeben. Food Dog ist eine Abkürzung für die jeweiligen Präpositionen im Akkusativ. Merkt euch bitte oder schreibt's gar mit auf einen Zettel. Food Dog. Das sind die Präpositionen für den Akkusativ, da es sich um die Präpositionen für, um, durch, ohne und gegen handelt. Und genau das sind die Abkürzungen für, um, durch, ohne und gegen. Das sind akkusatiftreue Präpositionen, ihr Lieben. Wenn ihr euch das merkt, fällt euch alles sehr viel leichter mit den jeweiligen Präpositionen. Und die Präpositionen verändern sich hier nicht im Satz, wie zum Beispiel die Verben oder die Adjektive. Die Präpositionen geben uns sogar den Kasus des Satzes an. Jawohl, weiter geht's zur nächsten Frage, die ich habe. Die nächste Frage, die ich habe, ihr Lieben, jetzt mitmachen hier, unbedingt, laut vorsagen. Die Katze sitzt dem Tisch. Wiederum 4 Antwortmöglichkeiten, nur eine einzige ist richtig. Und wir probieren gerade jede einzelne Präposition einmal aus. Die Katze sitzt
über dem Tisch? Antwort A. Oder die Katze sitzt unter dem Tisch? Oder Antwort C. Die Katze sitzt mit dem Tisch? Oder die Katze sitzt aus dem Tisch? Welches ist hier bitte die richtige Präposition, ihr Lieben? Und ich gebe euch gerne auch einmal 10 Sekunden Zeit, um euch das Ganze zu überlegen und kurz laut vorzusagen, welches ist die richtige und die wahrscheinlichste Präposition, da wir uns, und das darf ich wohl verraten, im Kasus Dativ befinden und wir schauen uns jetzt gleich an, welche Präposition ist richtig. Und? Habt ihr euch die laut vorgesagt? Dann ist es richtig und am besten im ganzen Satz, damit ihr auch gleich noch etwas für euer Gehör und auch für das Abspeichern der Aussprache tut. Und die Antwort ist natürlich, Antwort B ist richtig. Die Katze sitzt unter dem Tisch. Aber natürlich sitzt die Katze unter dem Tisch. So sieht es aus, wenn eine Katze unter dem Tisch sitzt. Und dafür verwenden wir die Präposition unter in der deutschen Sprache, die uns sofort danach in den Kasus Dativ führt. Und wir sehen uns hier an dem konjugierten Artikel, denn der Tisch lautet es im Nominativ und hier ist es der Kasus Dativ und deswegen wird der Tisch zu dem Tisch. Sehr schön, wenn ihr das gewählt habt, ganz hervorragend. Weiter geht es, ihr Lieben. Und wir schauen uns die nächste Frage an. Die nächste Frage beinhaltet eine lokale Präposition, so wie es gerade zuvor auch schon gewesen ist, eine Ortschaft, eine lokale Präposition. Und wir haben hier den Füllsatz, ich sitze am Schreibtisch um den Stuhl, ich sitze am Schreibtisch durch den Stuhl. Oder ist es Antwort C, ich sitze am Schreibtisch gegen den Stuhl? Oder ist es die Antwort D, ich sitze am Schreibtisch auf dem Stuhl? Welche Antwort, ihr Lieben, ist die richtige Antwort? Sagt es euch laut vor, abonniert den Kanal, dann könnt ihr beim nächsten Livestream gleich mitmachen. Das ist natürlich sehr schön, wenn ihr gleich hier im Chat mit eurem Wissen glänzen könnt. Sehr schön, 10 Sekunden laufen, liebe Zuschauer, sagt euch laut vor, dann nehmt schon mal etwas mit hiervon. Und die Antwort kommt jetzt. Was könnte es sein? Na, ich sitze natürlich auf dem Stuhl. Die Antwort D ist richtig. Ich sitze am Schreibtisch, aber auf dem Stuhl. So ist es richtig und schon wieder haben wir hier eine Präposition, die den Kasus Dativ liebt. Jawohl, so sieht's aus. Und das ist aber jetzt nur, weil es eine Ortschaft ist, worauf ich sitze. Eine Position, ein Ort. Und ich sitze hier, obwohl ich mich bewege, ist es der Kasus Dativ, da ich ja doch irgendwie auf einer festen Position sitze. Und deswegen ist es der Kasus Dativ in einer Wechselpräposition. Jawohl, so sieht es aus. Richtig so, man befindet sich, hier steht es auch noch, auf einer horizontalen Fläche und in dem Fall, da ich auf dem Stuhl sitze, ist es der Ort, obwohl ich mich gerade bewege und unser fauler Kasus Dativ die Bewegung normalerweise nicht mag. Aber hier ist es auf dem Stuhl. So sieht's aus. Sehr schön, ihr Lieben. Wo sitze ich? Auf dem Stuhl. Und damit ist es der Kasus Dativ. Weiter geht es. Richtig war's? Ja? Sehr schön. Dann nächste. Wir suchen eine temporale Präposition und diese fehlt uns hier im Satz. Temporale Präpositionen sind Präpositionen, also Verhältniswörter der deutschen Sprache, die eine Zeitangabe angeben. Und unsere Frage ist hier,
wiederum mit 4 Präpositionen, gleich in der Einleitung. Einmal, trotz Montag habe ich einen wichtigen Termin. Ist das richtig? Oder mit Montag habe ich einen wichtigen Termin. Oder ist es Antwort C, am Montag habe ich einen wichtigen Termin. Oder die Antwort D, für Montag habe ich einen wichtigen Termin. Nur ganz kurz, und in der Zeit könnt ihr schon überlegen, welche Präposition richtig ist. Die temporale Zeitangabe ist hier in unserem Wochentag Montag versteckt. Und jetzt gebe ich euch wiederum 10 Sekunden Zeit, um mir zu sagen, welche Präposition leitet unseren Satz hier ein? Welche ist hier korrekt? Und danach sage ich euch sehr gerne die Lösung dazu, wenn ihr die dann gleich mit meiner Lösung vergleicht. Sagt es euch laut vor, am besten der ganze Satz, damit ihr auch ans Sprechen kommt. Und die Lösung ist, die Lösung ist aber natürlich, ihr Lieben, am Montag, ja natürlich, ja? Am Montag habe ich einen wichtigen Termin und hier sind wir wieder im Kasus Dativ. Schickt uns sofort in den Kasus Dativ, da wir hier gerade eine Tageszeit oder einen Wochentag angeben, das ist gerade gleich der Präposition. Am ist dann hier eine temporale Zeitangabe und hier ist es jetzt am Montag habe ich einen wichtigen Termin und ich möchte es nicht versäumen zu sagen, dass wir in diesem Satz hier 2 Kasus beherbergen. Einmal den Kasus Dativ mit dem Nomen Montag, also dem Wochentag, und einmal den Kasus Akkusativ, den wir hier sehen können, einen wichtigen Termin haben. Und damit ist dann wieder unser direktes Akkusativobjekt einen wichtigen Termin. Richtig, so ist es und so haben wir das als Antwort C für richtig befunden. So sieht es aus. Jawohl, sehr schön, ihr Lieben. Weiter geht es hier mit der nächsten fehlenden Präposition. Jawohl. Welches Fürwort oder auch Präposition fehlt uns im nächsten Satz? Und diesmal haben wir eine lokale Präposition zu finden, weil sie einen gewissen, ich möchte nicht sagen Ort beschreibt, aber ja, so ist es. Und unser Satz lautet, morgen gehe ich bei meinem Arzt. Ist das richtig? Bei meinem Arzt? Oder ist es die Antwort B, morgen gehe ich für meinem Arzt? Oder ist es die Antwort C, morgen gehe ich zu meinem Arzt? Oder die Antwort D, morgen gehe ich in meinem Arzt? Ich grüße dich, Dreamville. Ich freue mich, dass du da bist. Sehr schön. Guten Abend. Susa, können Sie sich an mich erinnern? Ja, das kann ich. Prüfung B2 80 von 100 bestanden und werde in einem Monat den Test DAF ablegen. Sehr schön, gut, dass du weiterhin hier mit mir lernst. Das freut mich sehr, wirklich. Viele Videos habe ich gemacht. Tatsächlich kann ich mich an dich erinnern, schon alleine wegen des Bildes, welches du gewählt hast für dich. Tatsächlich, ja? Sehr schön, ich freue mich, mach gleich mit und dann kriegen wir die nächste Prüfung auch noch hin. B2 ist schon sehr hart. Ja, das ist schon sehr hoch. Sehr schön, wunderbar. Und eine Goethe-Prüfung. Richtig gemacht. Nächste Antwort ist hier bitte, jetzt habt ihr lange Zeit gehabt, oder? Dann werde ich jetzt die 10 Sekunden nicht machen und verrate euch, ob es richtig ist, was ihr gesagt habt. Antwort C ist natürlich richtig. Die Antwort C ist natürlich, ich gehe zu meinem Arzt. Ja, ihr seht das hier, dass wir dann direkt auch wieder das Dativsignal hier haben, meinem Arzt. Ich gehe
zu meinem Arzt. Und es ist egal, wenn ich sage, montags gehe ich zum Arzt oder zu meinem Arzt. Das ist gerade egal. Ich gehe zu meinem Arzt und das ist Dativ und die Präposition ist hier genau richtig, weil sie fordert immer sofort den Kasus Dativ. Dafür für diese Aussage. Zu meinem Arzt. Jawohl. Oder zum Arzt, wobei dann natürlich wieder die Verschmelzung sofort sichtbar wird, zu dem Arzt und hier haben wir zu meinem Arzt und damit ist das Ganze dann entweder zu meinem Arzt oder zum Arzt. Richtig so, ihr Lieben, Kasus Dativ ist richtig, sehr schön. Nächste kommt sofort, Dreamwill, mach mit. Und Nassim, zu ist richtig, mein Lieber. Entschuldige bitte, ich habe nicht gesehen, dass du bereits geantwortet hattest. Sehr schön, das ist richtig, Nassim. Sehr schön. Nächste Frage kommt jetzt bitte. Präpositionen mit fester Verbindung. Ihr kennt das, ja? Das Verb und die Präposition, die sich hier fest verbunden haben und immer wieder in der gleichen Routine in Sätzen vorkommen. Und die nächste Frage ist bitte, ich freue mich schon auf den Urlaub nächste Woche. Oder ist es, ich freue mich schon für den Urlaub nächste Woche? Oder ist es Antwort C, ich freue mich schon zu den Urlaub nächste Woche? Oder ist es die Antwort D, ich freue mich schon bei den Urlaub nächste Woche? Und der Chat schreibt mir hier gerade schon als erstes wieder sofort die Lösung rein. Sehr schön, wir lassen die Zuschauer auch noch eben mitraten und sich das bitte, bitte laut vorsagen, damit ihr ebenfalls an die Aussprache kommt. Ich gebe euch nochmal 10 Sekunden und gleich wird es auch noch etwas schwerer und dann schauen wir uns das auch gemeinsam an. Ganz genau, Nassim, sehr schön gemacht. Und Nassim, ich kann es gerne vorlesen, auf den Urlaub sich freuen. Jawohl. Und das ist tatsächlich eine Präposition mit einem festen Verb und das kommt immer wieder zusammen vor. Sich auf etwas freuen. Richtig ist das, Nassim. Sehr schön. Ich freue mich, hier wird der Akkusativ das erste Mal schon sichtbar, schon auf den Urlaub nächste Woche. Unsere Frage wäre jetzt hier, wenn ich wissen möchte, welcher Kasus dieser Satz beinhaltet, dann frage ich, worauf freue ich mich schon? Ich freue mich auf den Urlaub. So sieht es aus, exakt richtig, sich freuen auf und Kasus Akkusativ bitte hier, da unser Kasus Akkusativ natürlich sehr, sehr, sehr große Liebe für unser Verb empfindet, ist es so, dass es immer erst einmal dieser Kasus nach dem Verb sucht im Satz und dann auch noch gleich nach dem jeweiligen Objekt, mit dem etwas durchgeführt wird, an dem etwas durchgeführt wird. Und das ist dann in dem Fall das direkte Akkusativobjekt. Sehr schön, Nassim, mein Lieber, wunderbar gelöst. Dreamwill, du hättest es auch gewusst. Schreib mir bitte die Lösungen auch rein. Dann kann ich sehen, dass ich dir auch ebenfalls weiterhelfe. Für C1 musst du noch ein bisschen dann drauflegen. Nächste Frage kommt, ihr Lieben. Wir treffen uns morgen um Hauptbahnhof. Und hier habe ich jeweils ausgespart, ihr seht es hier, eine temporale Angabe und eine Präposition, die uns fehlt. Und wir haben einmal Antwort A, wir treffen uns morgen um abends zu Hauptbahnhof. Ist das richtig? Oder die Antwort B, wir treffen uns um Wochenende für Hauptbahnhof. Antwort B, wenn es denn richtig ist. Oder Antwort C, wir treffen uns morgen um Montag bei Hauptbahnhof. Oder die Antwort D, wir treffen uns morgen um
15 Uhr am Hauptbahnhof. Was ist hier bitte richtig, Dreamwell? Mach bitte mit, denn du jetzt 80 von 100 in der B2-Prüfung hattest, musst du jetzt noch ein kleines bisschen drauflegen, denn zur C1-Prüfung geht man nicht, wenn man nicht das C2-Niveau bereits beherrscht. So sieht's aus, weiter geht's. Nassim, sehr schön, ja? Liebe Zuschauer, 10 Sekunden gebe ich euch hier. Der Chat hat die Lösung schon reingeschrieben und ihr bekommt 10 Sekunden. Was könnte es sein? Und ich lese absichtlich immer auch die falschen Antworten mit vor, damit euer Gehör, das hinterher, wenn ich euch gleich die Lösung sage und ihr die bitte laut wiederholt, im Nachgang, im zweiten Durchgang, wenn ihr diesen Livestream nochmal schaut, auch gleich hört, das ist die falsche und das ist die richtige Antwort. Ich sage euch die Lösung. Die Lösung, die wir haben, ist natürlich um 15 Uhr am Hauptbahnhof. Aber natürlich, ihr Lieben, es ist natürlich nach der Uhrzeit gefragt. Hier seht ihr es. Ist die Präposition, die nach der Uhrzeit fragt. Um wie viel Uhr treffen wir uns am Hauptbahnhof? Genau so funktioniert das. Und am. Fragt nach der Uhrzeit, am fragt wo denn, an welchem Ort, an welcher Position. Am Hauptbahnhof. So sieht es aus. Das Wort morgen ist hier im Kasus Akkusativ. Kann man hier unten sehr gut sehen im Dokument, ihr Lieben. Und hier ist es dann eben auch gleich die Zeitangabe. Morgen um 15 Uhr ist ziemlich genau die Zeitangabe und da ist der Kasus Akkusativ natürlich sofort präsent. Und danach haben wir dann eben, wo treffen wir uns? Am Hauptbahnhof. Und da könnt ihr von ausgehen, dass wir hier wiederum eine Präposition haben, die den Kasus Dativ sehr liebt. Warum ist das so? Weil die Präposition am eine Verschmelzung von beiden wiederum zeigt. An dem Hauptbahnhof. Und so sind wir dann im Kasus Dativ mit der Verschmelzung am Hauptbahnhof. Richtig so, ihr Lieben, wenn ihr das richtig gemacht habt, ganz hervorragend. Nassim, sehr schön, kein Fehler bis jetzt, mach weiter so. Nächste Frage kommt von einer lokalen Präposition. Er wartet schon ohne der Tür. Oder wir haben die Antwort B. Er wartet schon nach der Tür. Oder Antwort C. Er wartet schon während der Tür. Ihr seht, wie viele es überhaupt gibt von den Präpositionen. Oder ist es die Antwort D? Möchte ich gar nicht vergessen. Er wartet schon vor der Tür. Na? Jetzt bitte laut vorsagen, damit ihr auch was mitnehmen könnt. Und ich gebe euch wiederum 10 Sekunden Zeit. Nassim, sehr schön. Ich sehe den Chat, der schreibt hier. Sehr schön, Dreamwell. Mach bitte auch mit, damit du weitermachen kannst. Oder ist es gar zu einfach für dich? Na, wir kriegen gleich noch andere Präpositionen, Dreamwell. Und die Zeit ist abgelaufen. Und was kann es denn sein? Es ist natürlich die Präposition. Schaut mal. Er wartet schon vor der Tür, aber natürlich, er kann nicht ohne der Tür warten, weil es grammatikalisch schon gar nicht funktioniert, weil es nämlich normalerweise die Tür im Kasus Nominativ ist. Hier bewegen wir uns ganz hervorragend im Dativ und deswegen wird die Tür zur der Tür und deswegen kann es nur noch die Präposition vor sein. Vor der Tür ist auch ebenfalls der realistische Zustand, den man hier auch machen kann, denn ich kann nicht ohne der Tür, nach der Tür oder während der Tür, funktioniert leider auch nicht. Es geht nur, dass er vor der Tür wartet. Sehr schön, ihr Lieben, Nassim, richtig, wunderbar. Vor ist eine Wechselpräposition. Warum sage ich das immer wieder, dass die Präposition entweder dativtreu ist, akkusativtreu ist oder in diesem Fall eine Wechselpräposition?
Eine Wechselpräposition ist hier ein, wie soll man sagen, ein Fürwort der deutschen Sprache, welches ich im Kasus Akkusativ und im Kasus Dativ verwenden kann, je nach Konstrukt des Satzes. Und wir haben hier die Präposition vor, ist keine reine Dativpräposition. Sie kann auch durchaus im Kasus Akkusativ vorkommen. Nur das am Rande ganz kurz. Ja, genau. Nassim schreibt, nimm dir Zeit. Nimm ihre Zeit geht nicht, Nassim. Nimm dir Zeit, ich warte auf sie vor der Tür. Das könnte man sagen, ja, genau. Richtig, Nassim, sehr schön. Nimm dir Zeit oder nehmen Sie sich Zeit, je nachdem, für welche Person du das sagen möchtest. Nassim, trotzdem sehr schön, wenn du es probierst. Präpositionen. Jetzt kommen wir in die gehobene deutsche Sprache, natürlich mit dem Kasus Genitiv. Und ich möchte gerne wissen, was ist hier die Einleitung oder welche Präposition ist die Einleitung für unseren folgenden Satz? Durch des Verbots parkte er dort sein Auto. Antwort A, ist das richtig? Oder Antwort B? Nach des Verbots parkte er dort sein Auto. Oder Antwort C, trotz des Verbots parkte er dort sein Auto. Oder ist es die Antwort D, die unseren Satz einleitet, über des Verbots parkte er dort sein Auto. Was denkt ihr, ist hier die richtige Präposition für die gehobene Sprache, die formelle Sprache und den Kasus Genitiv, den Wessen-Fall? Und ich bin gespannt, was ihr schreibt. Nassim, sehr schön, du hast sehr schön weitergearbeitet. Ich sehe, dass das sehr gut aussieht. Jawohl. Der Chat schreibt schon hier die Lösung rein, liebe Zuschauer. Sagt euch diesen Satz ebenfalls laut vor. Das fördert und eure Aussprache und viele Leute wissen sehr gut um die deutsche Grammatik Bescheid, aber viele haben sehr viel Angst zu sprechen. Das kann man sich nehmen, indem man die Lösung des Satzes hier noch einmal wiederholt. Und die richtige Lösung, ihr Lieben, ist natürlich die Antwort, die Nassim mir in den Chat geschrieben hat. Trotz, die Präposition trotz, jawohl, genau deswegen, ja, trotz des Verbotes, er hat es immer noch trotzdem getan, parkte er dort sein Auto. Es war verboten, aber er hat sich dennoch mit seinem Auto dort hingestellt. Richtig, Nassim, sehr schön. Trotz des Verbots parkte er dort sein Auto. Und man kann hier tatsächlich auch sagen, trotz des Verbotes oder trotz des Verbots. Das eine ist wohl der ältere Ausdruck, wenn ich sage, trotz des Verbotes. Und heute sagen wir trotz des Verbots und wir bewegen uns hier im Kasus Genitiv. So sieht es aus, jawohl, und die Präposition trotz, das sollte vielen Leuten bereits bekannt sein, verlangt sofort nach dem Kasus Genitiv. Und daran kann man sehen, dass wir uns in der gehobenen deutschen Sprache bewegen. Also eine Sprache, die man zum Beispiel auf Ämtern, bei Behördengängen oder auch in der normalen Kommunikation zwischen Geschäftsleuten verwendet. Ja? Sehr schön. Weiter geht es zur nächsten Frage. Sehr schön, Nassim, ich sehe dich. Ganz toll. Eine Frage habe ich hier und ich möchte gerne wissen, welche Antwort würdet ihr geben? Welche meiner Antworten ist hier richtig? Ich hoffe, ihr könnt das alles sehen. Seit wann lernen Sie Deutsch? Frage ich euch. 4 Antwortmöglichkeiten. Welche ist richtig? Ich lerne seit eines Jahres Deutsch. Oder Antwort B. Ich lerne seit einem Jahr Deutsch. Oder ist es C. Ich lerne seit ein Jahr Deutsch. Oder ist es die Antwort D, die hier richtig wäre als Antwort? Ich lerne seit einem
Ja Deutsch. Was ist hier die richtige Antwort? Ihr bekommt von mir 10 Sekunden. Nassim, ich habe dich schon wieder gesehen. Du bist einfach sensationell. Ganz toll, mein Lieber, ja? Ich sehe hier im Chat, der Chat hat schon wieder beantwortet. Sehr schön, Nassim. So, und wir schauen, ob Nassim uns die richtige Antwort hier in den Chat geschrieben hat. Und ich verrate euch die Lösung. Jetzt laut vorlesen, mitmachen. Ich lerne seit einem Jahr Deutsch. Genau so ist das. Bitte den Stream dann anhalten, wenn ihr den hinterher offline seht. Und noch einmal bitte spiegeln. Ich lerne seit einem Jahr Deutsch. Das nennt man Shadowing und damit kann man auch die Aussprache trainieren. Wort für Wort sofort mitsprechen. Wir befinden uns mit der Präposition seit in Kasus Dativ hier und diese Präposition seit verlangt immer den Kasus Dativ. Exakt richtig und ja, es ist exakt auch richtig, was Nassim in den Chat schrieb, denn er schrieb sofort das Ja. Jawohl, so sieht es aus. Schau mal hier unten, das Ja, ein Jahr, einem Jahr. Die Präposition seit schickt uns sofort in den Dativ hinein und da gibt es keine andere Möglichkeit, denn es ist eine dativtreue Präposition. Das hier ist gerade keine Wechselpräposition, die gibt es nur im Dativ. Ja, sehr schön, ihr Lieben. Weiter geht es. Sehr schön, Nassim. Und genau. Hier haben wir noch ganz kurz, das Jahr ist hier, genau, wie lange lernst du Deutsch? Man könnte das Ganze auch sagen, ich lerne ein ganzes Jahr Deutsch und dann ist es Akkusativ, weil die Frage hier lautete, wie lange und man drückt dann damit einen gewissen Zeitraum aus. Das ist ein Unterschied und dann sind wir hier beim Akkusativ, beim Kasus-Akkusativ, aber hier sehen wir jetzt weniger die Präposition seit und wir haben das Ganze etwas grammatikalisch umgestellt, wie man hier sehen kann. Ich lerne ein ganzes Jahr lang Deutsch und deswegen ist hier keine Präposition und so sind wir es richtig. Ich kenne Susa Kanal seit einem Jahr. Das stimmt. Das ist exakt richtig und kein Rechtschreibfehler. Seit einem Jahr. Präposition seit ist gleich ein Jahr. Und das möchte ich euch auch noch sehr gerne ganz kurz zeigen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, und das werde ich gerne auch noch für diesen Livestream hier versuchen zu organisieren, dass ihr euch eben diese kleine Tafel runterladen könnt, damit ihr sehen könnt, welche Präposition wohin kommt. Und das kann ich auch ganz ehrlich sagen, die habe ich mir eben mit Gemini erstellen lassen. Das ist das KI-Modul von Google und das darf ich dann auch hier verteilen oder zum Download anbieten. Und das werde ich noch sehen, dass ich das hier irgendwie organisiert bekomme, damit ihr dann auch eine kleine Hilfe habt. Weiter geht's, nächste Frage. Welche Präposition ist korrekt für den folgenden Satz? Das Auto fährt mit die Mauer? Präposition mit kommt da rein. Oder Antwort B, das Auto fährt gegen die Mauer? Oder Antwort C, das Auto fährt bei die Mauer? Oder ist es die Antwort D, das Auto fährt ohne die Mauer? Und ihr könnt ganz genau sehen, wie die Präposition, wenn sie denn nicht im Satz ist, jetzt sichtbar wird, was sie aus dem jeweiligen Artikel vor dem folgenden Nomen gemacht hat. Ihr seht das, ja, und man hört es auch regelrecht. Und welche Antwort ist hier bitte richtig, ihr Lieben? Sagt sie euch laut vor, am besten den ganzen Satz, damit euer Gehirn das richtig abspeichert. Entschuldigt. Genauso sieht's aus, damit man hinterher das Hörverständnis hier auch geschult hat. Und die richtige Antwort ist, das Auto fährt, natürlich, ihr Lieben, und das wollen wir alle nicht, aber es fährt gegen die Mauer.
Das Auto fährt gegen die Mauer. Genau, was sagst du? Nassim, Antwort C. Nein, nicht bei die Mauer, ja? Gegen ist die Präposition, die wir hier bitte verwenden wollen, weil wenn ich eine Mauer habe, dann fährt unser Auto gegen die Mauer. Bei die Mauer geht nicht. Bei wäre nicht möglich und auch weiterhin nicht möglich wegen des nicht richtig konjugierten Artikels. Das ist tatsächlich so der Fall hier. Also fährt das Auto gegen die Mauer. Zack, es fährt gegen die Mauer. Und das ist meistens dann ein Unfall. Und wir befinden uns hier mit dieser Präposition gegen im Akkusativ. Jawohl, noch einmal mehr im Kasus Akkusativ. Die Präposition schickt uns sofort danach in unseren Kasus Akkusativ, der sofort schon in dem ganzen Satz schon wieder nach dem Verb sucht, fährt, und nach dem direkten Akkusativobjekt. Noch einmal mehr ist es jetzt der Akkusativ, weil er das Verb sucht und dann das direkte Akkusativobjekt hat, die Präposition gegen, und wenn ich gegen eine Mauer fahre, ist ebenfalls eine Bewegung. Das ist eindeutig auch eine Bewegung, das ist ein Unfall, Nassim, richtig. Und das ist jetzt unser dritter Indiz für den Kasus Akkusativ. Jawohl, eine Bewegung. Ja, und leider ist es der Fall. So sieht's aus. Sehr schön, ja, Nassim? Antwort B, gegen etwas fahren, gegen etwas sein, ja? Das ist hier der Akkusativpräposition gegen die Mauer fahren. Jawohl. Nächste ist unsere Präposition mit einer festen Verbindung. Nassim schreibt, liebe Zuschauer, ich hoffe, dass der Fahrer noch gesund ist. Ja, das denke ich auch. Es muss ja nicht immer gleich richtig was passieren, wenn man gegen die Mauer fährt. Ja, schön, Nassim, sehr schön. Und die nächste Präposition, die wir hier suchen, für unseren, wie ich finde, doch schönen Satz oder besser die Frage, ja? Wir haben das Verb an der ersten Position, so ist es denn eine Frage. Träumst du auch oft durch einem eigenen Haus? Antwort A, ist es richtig, die Präposition? Oder ist es die Antwort B? Träumst du auch oft um einem eigenen Haus? Oder Antwort C, träumst du auch oft von einem eigenen Haus? Oder die Antwort D, träumst du auch oft gegen einem eigenen Haus? Welches ist die richtige Präposition, bitte? Sagt sie euch laut vor und abonniert den Kanal, dann könnt ihr das nächste Mal gleich mit rein in den Chat schreiben und hier mitmachen und gleich mit eurem Wissen glänzen. Das wäre sehr schön, die Sache. Nassim tut das gerade. Nassim behauptet, die Antwort C ist richtig. Ich verlese es. Träumst du auch oft von einem eigenen Haus, Nassim? Aber natürlich, liebe Zuschauer, Antwort C ist richtig, bitte. Träumst du auch oft von einem eigenen Haus? Träumen von ist unsere Präposition, unsere Verbverbindung mit der Präposition. Das hier ist unser Verb, träumen von. Und die Präposition ist von, die uns sofort wieder in den Kasus Dativ schickt. So sieht es aus. Man träumt von dem eigenen Haus. Man träumt von etwas. Hier ist es auch noch so, dass das Haus, das eigene Haus, wovon wir träumen, auf einem festen Ort steht, was noch einmal mehr dann der Dativ ist. Es findet sicherlich keine Bewegung statt, da wo das Haus steht. Und deswegen ist es noch einmal mehr der Kasus Dativ. Sehr schön, Nassim. Das ist ich hänge das Bild für die Wand. Ich hänge das Bild an die Wand. Ich hänge das Bild seit die Wand. Ich hänge
das Bild neben die Wand. Welches ist die richtige, Lieben? Sagt es mir, schreibt es mir hier rein und dann oder zu Hause, die lieben Zuschauer, sagt es euch laut vor und macht das nächste Mal wieder mit. Auch wenn ihr es euch zu Hause nur vorsagt, nehmt ihr eine ganze Menge von diesem Livestream mit. Jawohl, laut vorsprechen ist ganz wichtig. Und ich höre von Nassim, an ist richtig. Ich hänge das Bild an die Wand. Und bevor ich die Lösung hier jetzt gleich verrate, ist es, ich hänge das Bild an die Wand. Das Bild hängt noch nicht an der Wand. Wenn ihr das bitte gleich sehen wollt, wenn ich euch den Kasus verrate, der natürlich, dadurch, dass eine Bewegung stattfinden wird, weil ich das Bild erst an die Wand hängen werde. Ja, das ist tatsächlich mit einer Bewegung verbunden und deswegen haben wir zum ersten den Kasus Akkusativ hier, dann haben wir die Präposition wiederum, die hier dem Kasus Akkusativ treu ist, also immer damit verwendet wird und unser Kasus Akkusativ bekommt, wonach er sucht, sein Verb, hänge und dann, was wird da an die Wand gehängt? Es wird ein Bild an die Wand gehängt. Eine Bewegung, ein Verb, ein Akkusativobjekt, das direkte Akkusativobjekt. Wohin wird das Bild gehängt? An die Wand. So ist es richtig, ihr Lieben. Akkusativ, Nassim, an die Wand, B war richtig, jawohl. So sieht's aus, liebe Zuschauer. An die Wand. Und jetzt kommt es, noch eine lokale Präposition mit unserem Bild. Das Bild hängt hinter der Wand. Das Bild hängt in der Wand. Das Bild hängt durch der Wand. Oder das Bild hängt an der Wand. Na, welches ist hier die richtige Präposition, ihr Lieben, wenn das Bild bereits an der Wand hängt? Da hinter mir hängt ein Bild. Genau. Welche Präposition, ich möchte bald noch vorwegnehmen, welcher Kasus ist hier der richtige, bitte? Und das Bild hängt bereits an der Wand. Es wird keine Bewegung mehr stattfinden. Seht nur, wie ruhig das Bild hinter mir hängt. Keine Bewegung mehr. Und das ist doch ein Indiz für den Kasus Dativ. So sieht's aus. Richtig, Nassim. So ist es richtig. Der Chat schreibt schon wieder. Und die Antwort D ist natürlich richtig. Nassim, sehr schön. Antwort D für unseren Kasus Dativ. Da das Bild bereits an der Wand hängt, wird keine Bewegung mehr stattfinden. Und ich sage immer ganz gerne, der Kasus Dativ ist der faule Kasus, faule Fall der deutschen Sprache, da der Kasus Dativ keine Bewegung mag und man damit schon ziemlich sicher sein kann, wenn keine Bewegung mehr stattfindet, dann ist es der Kasus Dativ. Sonst wäre es Akkusativ. Ich hänge das Bild an die Wand, ist ein Unterschied, als wenn ich sage, das Bild hängt an der Wand. Richtig so, ihr Lieben, jawohl. Das war hier die Antwort. D an der Wand. Nassim, sensationell. Präpositionen kannst du gut. Welche lokale Präposition ist hier korrekt? Ich wohne wegen meinen Eltern. Oder lautet die Präposition hier richtig? Ich wohne ohne meinen Eltern. Oder ist es, ich wohne für meinen Eltern? Oder ist es, ich wohne bei meinen Eltern? Warum ist es so, Nassim? Schreibt mir das gerne ganz kurz rein. Ich gebe euch, liebe Zuschauer, 10 Sekunden Zeit. Nassim, schreibt mir gerne kurz rein, warum ist es so, dass du diese Antwort gewählt hast, die ich den Zuschauern auch gleich noch hier offeriere. Wir schauen mal, 10 Sekunden sind um. Und ich wohne, Plural, bei, hier ist es. Seht ihr das hier?
Ich zeige euch das sehr gerne in der Lösung. Und zwar bei meinen Eltern. Hier haben wir ein Dativ N drin und ein Plural. So sieht's aus. Richtig, Nassim, jawohl. Und das liegt daran, dass ihr hier sehen könnt, bei meinen Eltern. Das sind mehrere, ja, das ist in dem Fall ist das hier tatsächlich im Plural. Das ist so wie bei den Mitarbeitern oder bei den Nachbarn, so rum ist richtig, entschuldigt. Bei den Nachbarn habe ich hinten auch ein N dran und wenn ich dann noch hier den Possessivartikel mit einer EN-Endung habe, dann habe ich auf jeden Fall Plural und dann ist es nicht nur durch die Präposition bei, sondern es ist auch durch den Plural der Dativ, der Kasus Dativ. Richtig so, ihr seht es hier unten, habe ich es geschrieben, ich hoffe, man kann es sehen. Possessivartikel, ihr seht es hier, bekommt die Endung en, meinen. Hier ist eine Fliege, entschuldigt, und deswegen ist es hier im Plural und Dativ ist dann hier richtig angesagt. Jawohl, ja? Sehr schön. Und die nächste Frage kommt jetzt. Der Tunnel führt durch Dativ oder ist es hier, der Tunnel führt durch Akkusativ, den Berg, oder ist es, der Tunnel führt für Akkusativ, den Berg, oder ist es, der Tunnel führt bei, im Dativ, den Berg? Der Tunnel führt durch den Berg, der Tunnel führt durch den Berg, der Tunnel führt für den Berg, oder ist es Antwort D, der Tunnel führt bei den Berg? Was ist hier bitte die richtige Präposition? So kann man es besser sehen, entschuldigt. Und hier kriegt ihr wieder 10 Sekunden Zeit von mir, um die richtige Präposition hier zu sagen, laut vorzusagen. Fangt an zu sprechen. So sieht es aus. So, und die richtige Antwort ist natürlich, Nassim schreibt, der Tunnel führt durch den Berg. Antwort A schreibt Nassim hier rein, Dativ durch den Berg. Und es ist leider nicht ganz richtig, aber durch ist richtig. Ja, im Gespräch, Nassim. Und das kann ich dir zu deiner Beruhigung sagen, hätte man jetzt nicht gemerkt, ob es jetzt falsch oder richtig gewesen wäre vom Kasus her. Du hast nämlich einfach gesagt, der Tunnel führt durch den Berg. Nur in der Rechtschreibung, also wenn du es zu Papier gebracht hättest, würde man jetzt sehen, dass wir uns im Kasus Akkusativ befinden. Der Berg wird zu den Berg. Schau mal bitte, sonst müsste man sagen, dem Berg, und das ist hier nicht der Fall, führt durch den Berg, durch den Tunnel. Könnte man ebenfalls auch sagen, genau, sehr schön, so ist richtig, ja? Den, schau mal hier, wenn du diesen bestimmten Artikel, der Berg, konjugierst und du hast dann den Berg, den mit N, ja? Dann hast du hier den Akkusativ. Wenn du aber diesen Artikel konjugierst zu dem Berg, dann ist es Dativ. Ja. Hier aber nicht der Fall. Ja, daran kannst du es auch schon augenscheinlich sofort gut sehen. Aber das ist völlig in Ordnung. Schau mal, die Präposition durch verlangt bitte immer den Kasus Akkusativ. Durch etwas durch. Ja, durch den Tunnel, durch den Berg. So sieht's aus. Ja, sehr schön, aber dennoch. Gut, nächste Frage ist bitte Wechselpräposition. Wir können die nächste folgende Präposition für den Kasus Dativ und auch für den Kasus Akkusativ verwenden. Und wir schauen uns unseren Satz an. Das Buch liegt, Achtung, Achtung, ja, ohne den beiden Kissen. Das Buch liegt gegen den beiden Kissen oder das Buch liegt zwischen den beiden Kissen oder ist es, das Buch liegt trotz den beiden Kissen? Welches ist die richtige Präposition? Und bitte, bitte
Achtet bei der Lösungsfindung darauf, dass der Satz Plural enthält. Ja, Plural. Und wir schauen mal, was hier als Antwort im Chat wird schon geschrieben. Sehr schön, wunderbar, Nassim. Und die richtige Antwort ist hier, natürlich. Und das natürlich, nach meinem Einwand noch einmal mehr, ist es hier, das Buch liegt zwischen den beiden Kissen. Und jetzt kommt genau das Verrückte, was die deutsche Sprache immer wieder tut. Jeder hätte mir wahrscheinlich gesagt, den beiden Kissen, den wäre jetzt wieder widersprüchlich zu dem, was ich zuvor bei der Aufgabe gesagt hatte. Den ist nämlich jetzt hier nicht im Akkusativ. Warum ist das so? Weil den beiden Kissen ein Pluralsignal ist. Es sind mehrere, es sind ja wenigstens zwei, weil ich ja sage, den beiden Kissen, wir bewegen uns im Kasus Dativ, bitte. Ja, das sind zu viele Signale für den Akkusativ, das schafft er nicht, das ist der Dativ hier. Bitte richtig, aber Nassim, deine Antwort C war hier exakt richtig. Liebe Zuschauer, wenn ihr Antwort C gewählt habt, ist es richtig. Zwischen den beiden Kissen. Ja? Richtig, so sehr schön gemacht. Und wir haben hier der Plural von Kissen im Dativ. So sieht es aus. Und wenn ich das Ganze auch noch einmal zusätzlich zu dem Plural des Nomens noch einmal verstärke und sage, beiden Kissen, ja, dann ist es definitiv der Plural. So sieht es aus, wir haben es hier und hier ist es dann ebenfalls, dass wir nein, ich möchte bei den Kissen nicht sagen statische Ortschaft haben, aber ja. Die Kissen liegen da und das Buch liegt zwischen den Kissen, die recht statisch auf dem Sofa liegen. Deswegen ist es noch einmal mehr der Dativ. Wer hätte es gedacht? So sieht's aus, wunderbar. Nächste Frage kommt jetzt. Jetzt kommt, wir schauen, 4 Sätze haben wir und nur einer ist richtig. Und einer sagt auch nur richtig grammatikalisch aus, für welchen Zweck das Ganze bestimmt ist. Und die Antwort, dieser Schlüssel ist bei die Haustür. Kann ich diesen Satz so sagen? Oder Antwort B, dieser Schlüssel ist für die Haustür, entschuldigt. Oder ist es die Antwort C, dieser Schlüssel ist für der Haustier? Oder ist es Antwort D, dieser Schlüssel ist ohne die Haustür? Welches ist hier bitte die richtige Auswahl für unseren richtigen Satz, grammatikalisch korrekt und in der Aussage zweckbestimmend? 10 Sekunden bekommt ihr. Na? Liobo, ich freue mich, dass du da bist. Hallo zusammen. Ich freue mich, euch zu sehen, meine Liebe, ja? Liobo. Sehr schön, ich freue mich auch, Liobo, dass du dabei bist und auch jetzt hier bist. Genau. Antwort kommt jetzt. Die Antwort ist richtig, Nassim. Die Antwort B ist natürlich richtig, Nassim. Sehr schön. Der Schlüssel ist für die Haustür. So ist es richtig. Wofür ist der Schlüssel? Der Schlüssel ist für die Haustür. Präposition für liebt den Akkusativ so doll, als dass es dann hier exakt richtig ist. Und ich drücke damit aus, dass ich hier eine Zweckbestimmung ausdrücke in diesem kausalen Satz. Jawohl, hier seht ihr es noch. Kausal steht hier und das ist einfach nur, kausal ist einfach der Grund, wofür ich etwas gebrauche oder benötige, verwende. Und hier ist es ebenfalls, die Tür bleibt in dem bestimmten Artikel bei die. Das sieht aber bitte nur so aus. Die Haustür ist es im Kasus Nominativ und wir haben hier
keinerlei Veränderung am bestimmten Artikel, der bleibt bitte die Haustür. Im Gespräch, wenn ihr eine Aussage macht, nicht zu sehen, aber hier ist es sichtbar, dass wir uns im Kasus Akkusativ bewegen, da wir die Präposition für verwenden, zweckbestimmend. Jawohl. Genau, weiter geht es. Richtig, Leo. Euch, so ist es richtig, ich freue mich, euch zu sehen. Sehr schön, meine Liebe. Weiter geht es zur nächsten temporalen Präposition, die wiederum fehlt in unserem Satz. Jawohl, so geht es hier den Präpositionen. Das Meeting beginnt pünktlich über 14 Uhr oder, Antwort B, das Meeting beginnt pünktlich um 14 Uhr oder, Antwort C, das Meeting beginnt pünktlich in 14 Uhr oder, Antwort D, wenn es denn richtig ist. Das Meeting beginnt pünktlich aus 14 Uhr. Na, wenn man das schon hören kann, welche Antwort hier falsch ist, dann hat man gar nicht mehr so viel in der Grammatik zu lernen. Tut euch selber den Gefallen und wiederholt den ganzen Satz noch einmal. Ja, sehr schön. Antwort B bekomme ich hier gesagt im Chat. Sehr schön. Das Meeting, Moment, jetzt muss ich mal gerade gucken, beginnt um 14 Uhr, wird mir hier gerade im Chat gesagt, liebe Zuschauer. Ja, das ist exakt richtig. Sehr schön, jawohl, Leo. Sehr gut korrigiert. Die Antwort B ist für uns bitte richtig, die Präposition um, und sie verlangt wiederum den Kasus Akkusativ. Es beginnt um 14 Uhr. Verb beginnen im Infinitiv ist hier richtig konjugiert auf beginnt. Und was beginnt? Das Meeting und um wie viel Uhr beginnt es? Und das ist unser direktes Akkusativobjekt. 14 Uhr, so sieht's aus, jawohl. Das Meeting beginnt um 14 Uhr und deswegen ist die Präposition, die hier unseren Kasus Akkusativ wieder, ja, ich sage regiert. Sie ist also immer mit dem verbunden und wenn ich sage um 10 Uhr, um 15 Uhr, dann ist es in gewisser Hinsicht eine Uhrzeit immer und deswegen Kasus Akkusativ. So sieht's aus, jawohl. Und hier haben wir es bei reinen Uhrzeiten. Ihr könnt es hier unten noch eben lesen. Ich will es euch auch gerne auflassen, aber das Ganze nicht so grammatiklastig machen, weil das die lieben Leute teilweise gar nicht benötigen. Sie wollen einfach ans Sprechen kommen. So sieht's aus. Laut vorlesen das Ganze und dann habt ihr auch alles, was ihr braucht. So, wir suchen die Präposition, die uns in unserem nächsten Satz fehlt. Er stellt das Fahrrad mit das Haus. Antwort A. Er stellt das Fahrrad hinter das Haus. Oder Antwort C. Er stellt das Fahrrad anstatt das Haus. Oder ist es, er stellt das Fahrrad während das Haus. Und jetzt gebe ich euch wiederum 10 Sekunden Zeit, um das Ganze rauszusuchen. Ganz genau so sieht es aus. Und überlegt bitte, ob der Vorgang bereits abgeschlossen ist und da keine Bewegung mehr stattfindet oder ob der Vorgang noch durchgeführt werden soll und eine Bewegung stattfindet, damit ihr schon einmal den richtigen Kasus habt. Dann seht ihr nämlich etwas mehr und etwas schneller. So höre ich hier Antwort B. Er stellt das Fahrrad, Nassim, hinter das Haus. Sehr schön, mein Lieber. Wunderbar. Leo hat, ich denke, D. Er stellt das Fahrrad während das Haus. Leo, leider nein. Ja, es ist bitte hinter das Haus. Hinter das Haus.
Das habe ich jetzt hier leider nicht mehr als Bild. Er stellt das Fahrrad hinter das Haus. Und es ist was anderes, wenn ich sage, das Fahrrad steht hinter dem Haus. Ja, das ist Dativ. Ja, es steht bereits da. Jetzt ist es aber hier in dieser Aussage so, dass sich sehr, sehr wahrscheinlich eine Bewegung hier abspielen wird und deswegen ist es der Kasus Akkusativ und wir haben wiederum ein Verb und ein direktes Akkusativ, Objekt, das Haus, so ist es richtig. Ja, Dankeschön, sehr freundlich, Liobo. Gräm dich nicht, Liobo, das ist gar nicht schlimm. Schau dir bitte, Liobo, so möchte ich dich gerne darum bitten und auch die lieben Zuschauer und Abonnenten, den Livestream ein zweites Mal an. Und ich sage das, weil ihr einfach die Frage hören solltet und Stopp drückt. Und dann die Antwort beim zweiten Durchgang geben solltet. Und nur noch abprüft, ob ihr euch das habt merken können. Und dann seid ihr garantiert mit eurer Fehlerquote definitiv deutlich besser unterwegs. Liobo macht das auch so, dann ist das gar kein Problem für dich. Ja, weiter geht es. Das nur ein kleiner Tipp am Rande. Genau, hier haben wir die Präposition hinter dem Haus, wäre es im Dativ, und wir stellen jetzt erst das Fahrrad hinter das Haus und deswegen ist die Bewegung und der Kasus Akkusativ hier mit dieser Wechselpräposition. Und ihr könnt es so gut hören, wenn ich sage, das Fahrrad steht hinter dem Haus, ich stelle das Fahrrad hinter das Haus. Dativ, Akkusativ, Wechselpräposition sowohl als auch verwendbar. Je nachdem, Bewegung oder Nichtbewegung, das ist schon hier maßgeblich wichtig. Sehr schön. Nächste Frage kommt, ihr Lieben. Eine haben wir noch und dann schauen wir hier. Mit welcher formalen Präposition, gehobenes Deutsch, ja, formellen Präposition, leiten wir diesen nächsten folgenden Satz ein? 4 Präpositionen. Von der Ferienzeit war die Autobahn völlig leer. Dann haben wir gegen der Ferienzeit war die Autobahn völlig leer. Oder Antwort C, anstatt der Ferienzeit war die Autobahn völlig leer. Oder ist es die Antwort D, während der Ferienzeit war die Autobahn völlig leer. Könnt ihr das schon hören, dass der ganze Satz falsch herüberkommt, also wirklich in seiner Aussage völlig zerstört wird, wenn wir das mit der falschen Präposition einleiten? Ich denke schon, ja? Nassim, du kannst es hören, ich sehe es an deiner Antwort, das sieht sehr gut aus. Genau, und es ist die Antwort, während der Ferienzeit, jawohl, war die Autobahn völlig leer. Während, so sieht es aus, während der Ferienzeit. Inzwischen hätte ich bald gesagt, nee, es ist richtiger, während der Ferienzeit war die Autobahn völlig leer. Ihr seht es, dass wir hier wiederum eine temporale Präposition, Gleichzeitigkeit hiermit ausdrücken. Jawohl, gleichzeitig, ja? Es ist also wirklich hier, dass hier etwas anderes währenddessen stattfindet. So könnte man es auch noch sagen. Ja, das ist der Kasus Genitiv und die gehobene deutsche Sprache ist hier natürlich mit dieser Präposition sehr, sehr gerne unterwegs, um nicht zu sagen, es ist dann hier die Präposition, die den Kasus Genitiv auf den Plan ruft. Jawohl. Und hier ist es noch ganz kurz, das möchte ich kurz sagen, wir haben hier ein Verb, welches, oder besser gesagt ein Hilfsverb, das Hilfsverb sein, welches wir hier richtig konjugiert haben in die
einfache Vergangenheit, entschuldigt, in die einfache Vergangenheit, Präteritum, und das ist hier wahr. Ebenfalls richtig, und das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Wir leiten mit der Präposition während den Kasus Genitiv ein. Danach nehmen wir unser Hilfsverb, welches richtig konjugiert wahr ist, und gehen weiter in den Kasus Akkusativ. Ihr Lieben, sensationell. Und ihr seht wieder, wie klein hier der Weg ist. 2 Kasus in einem Satz. Und immer wieder sind die Präpositionen, die einen ganzen Kasus hier auf den Plan rufen können oder gar einen ganzen Satz in seiner Aussage zerstören können. Ja, so sieht es aus, ihr Lieben. Wunderbar, haben wir hier alles. Das, was wir heute Abend hier lernen wollen, die Präpositionen. Richtig so. So, hier haben wir noch eine Frage. Haben wir jeden Tag, jeden Abend einen Unterricht? Auch wenn das jetzt richtig ist, das ist eine Frage. Du hast das Hilfsverb haben am Anfang auf der ersten Position verwendet. Ein Fragezeichen am Ende. Nassim, die Frage ist richtig erst einmal gestellt. Und nein, wir haben nicht jeden Abend Unterricht, da ich auch noch anderweitig arbeiten muss und ich das nicht mehr jeden Abend, leider, ihr Lieben, seid mir bitte nicht böse deswegen. Und jetzt habe ich die Frage beantwortet, aber ich denke, du wolltest mir nur zeigen, dass du den Kasus Akkusativ auch schon richtig beherrschst. Ich danke euch fürs Zuschauen, ihr Lieben, und wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ich denke, dass ich nächste Woche Freitag wiederum einen Livestream für euch planen kann. Schreibt mir gerne bitte unten in die Kommentare hinein, welches Thema euch jetzt hier noch interessieren würde. Ich kann euch gerne den Livestream dann daraufhin machen, das, was euch noch fehlt, das, was euch immer wieder ärgert, was ihr immer noch nicht könnt, egal wie oft ihr das wiederholt. Ich mache euch so gerne einen Livestream drumherum und ich danke euch fürs Zuschauen. Sehr, sehr gerne, Nassim. Dankeschön, Frau Surosa, für Ihre Nachricht und Unterstützung. Immer gerne. Ja, schreibt mir unten rein, was euch noch fehlt, damit ihr auch bald weiter richtig gut lernen können. Leo, ich danke dir auch, und die lieben Zuschauer, ich danke für euer Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt laut mitgesprochen und wünsche euch einen wunderschönen Abend. Macht's gut, bis zum nächsten Livestream. Auf Wiedersehen. Tschüss.